That was scary. Boah, das geht da noch weiter, ne? Ja. You have to go the That's other way. it? Okay. Yes, please. Oh, eine ganze Delegation, ne? Boah, Leute, wir sind so im Arsch. Wir mussten gerade zu Fuß von unserem B&B hochlaufen. Es sind zwar, glaube ich, ja, vielleicht 20 Minuten, aber es ist bei der Hitze einfach so anstrengend. Wir wollten eigentlich den Bus nehmen. Wir standen, haben bestimmt 20 Minuten gewartet. Wir dachten so, hey, haben wir uns irgendwie vertan? Ja, heute ist Feiertag, aber es gilt ja der Sonntagsplan. Und irgendwie, der kam nicht. Dann haben wir die ganze Zeit so Polizisten vorbeifahren sehen mit schwarzen Autos und so. Und haben gedacht, okay, irgendwas findet hier heute wahrscheinlich statt, ne? Und dann haben wir gedacht, okay, wir bestellen jetzt einfach ein Uber, um hochzufahren, weil man muss ja hochfahren, so in die Stadt oder hochgehen, bevor wir dann voll viel Energie verschwenden und so. Ja, und dann sehen wir, okay, Uber kommt in 7 Minuten. Dachten wir, okay, komm, warten wir. Und auf einmal hat sich das geändert in 17 Minuten. Das heißt, der war schon hier an der Stadt, musste aber wieder umdrehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt zu Fuß. Und dann sind wir also zu Fuß hochgekraxelt. Und dann habe ich auf dem Weg, da standen halt überall noch Polizisten, ne? Zwischendurch sind gerade auch an zig schwarzen Autos vorbeigefahren. Ne? Wir dachten, irgendwas Wichtiges ist hier heute. Und dann frage ich den Polizisten, ja, was ist denn hier heute der Stadt so, ne? Was ist hier so Wichtiges, ne? Und dann erstmal hat er ein bisschen gezögert, ne? Und dann sagt er so, ja, the French Authority. Dann habe ich gefragt, Macron? Und dann sagt er so, ja. Also wisst ihr Bescheid, was hier heute los ist? Keine Ahnung, wo der gerade ist. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus. Ich wollte hier eigentlich heute die ganze Zeit Videos drehen. Mal gucken. Vielleicht kriegt ihr auch ein paar Bilder von Le Président. Mal gucken. Ist auf jeden Fall viel los. Erstmal ausruhen und wir sehen uns dann später wieder. Willkommen in Saint-Paul-de-Vence, einem der schönsten Dörfer ganz Südfrankreichs, vielleicht sogar Europas. Kaum betritt man diesen Ort, spürt man sofort, hier steht die Zeit ein bisschen still. Saint-Paul-de-Vence liegt auf einem kleinen Hügel, nur ein paar Kilometer von Nizza entfernt, und ich habe euch ja schon im letzten YouTube-Video erklärt, wie man mit dem Bus hier hochkommt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch gerne oben noch einmal. Nein, jetzt doch nicht. Ich würde gerne meine Karte auf dem Handy öffnen, mit diesem Rundgang, weißt du? Kannst du nicht beides haben. Natürlich. Ich bin gerade am Aufnehmen. Übrigens kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, der eine Reise nach Saint-Paul-de-Vence plant, sich vorher eine PDF runterzuladen mit der Karte dieser Stadt. Dort findet ihr sogar so eine kleine Route mit den wichtigsten Fotospots, mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Fand ich super, super hilfreich. War nur ein bisschen in dem Moment viel, nämlich aufzunehmen und dann gleichzeitig auf der Karte zu schauen. Deswegen habe ich mein Handy später meiner Mama gegeben. Ja, und so klappt es dann auch. Ich habe euch natürlich wie immer so ein paar spannende Fakten zu diesem Ort mitgebracht und die möchte ich jetzt ein bisschen mit euch teilen. Was ich spannend finde, sind natürlich immer so Jahreszahlen. Wie alt ist diese Stadt überhaupt? Seit wann gibt es sie? Und da sind die Historiker eigentlich sich nicht so sehr einig, aber das erste Mal, dass diese Stadt erwähnt wurde, war tatsächlich im 9. Jahrhundert. Also die ist über 1100 Jahre alt. Und die Stadtmauern, die ihr hier immer wieder seht, die stammen tatsächlich aus dem 16. Jahrhundert.
Du fragst dich jetzt bestimmt, wie viele Menschen leben hier eigentlich heute noch in dieser Stadt? Das habe ich mich auch gefragt und es sind gerade mal rund 1000 Menschen, die in Saint-Paul-de-Vence leben. Aber, wie du dir vielleicht gedacht hast, jedes Jahr strömen hunderttausende Besucher hierher. Naja, und das versteht man eigentlich sofort. Es ist einfach so malerisch hier. Diese eng gepflasterten Gassen, die kleinen Brunnen, die Galerien, die alten Steinhäuser. Das alles hat irgendwie so eine schöne Magie, das kann man kaum in Worte fassen. Und das kann ich echt nur bestätigen, wenn man vor Ort ist. Das ist nochmal so ein wahnsinnig schönes Gefühl. Allein schaut mal, wenn man hier so runterschaut. Boah, das ist, also diese Aussicht ist einfach der Oberhammer. Traumhaft schön. Und bei dieser View ist es natürlich kein Wunder, dass sich auch andere Leute Inspiration geholt haben, nämlich sehr bekannte Künstler. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zog es zum Beispiel Marc Chagall hierher. Er lebte nämlich über 20 Jahre in diesem Ort und auf dem kleinen Friedhof im Süden, doch ich glaube, das müsste Süden sein, ja, Südosten, ist er sogar begraben. Da gehen wir später noch hin. Aber jetzt kommt erstmal was ganz anderes Spannendes, nämlich ein Spaziergang auf der Mauer, auf der Lauer. Ist das jetzt auf der Mauer? Im Grunde schon. Und das war wirklich abenteuerlich. Ey, dieser Moment, wenn dir eine Person entgegenkommt, auf diesem schmalen Weg, ich sag's euch, Horror. Ich habe mich so an die Mauer gequetscht. Schön am Rand gehen. Jetzt lesen. Gib's. Ja, darfst du auch nicht. Immer an der Mauer orientieren und nicht stolpern, weil hier sind so Steine. Eieiei. Ganz langsam die Treppen, Mama. That was scary. Oh, das geht da noch weiter, ne? Ja, Warte mal. Ich sag's euch, das war echt eine der gruseligsten Sachen, die ich im Urlaub gemacht habe. Auf diesem engen Weg da auf der Mauer rumzulaufen, das fand ich schon crazy. Hier seht ihr übrigens den Friedhof schon mal von oben. Das war echt ein bisschen scary. Scary war das. Vor allem als Leute einem entgegenkamen. Da habe ich auch deswegen eine Kamera ausgemacht. Also wer von euch so ein bisschen auf Nervenkitzel steht, macht das, Leute. Geht da auch lang. Ich fand's echt crazy. Da sind ja schon ein paar Meter, die es da hochgeht. Und dann ist man da wirklich auf so einem, ich weiß nicht wie viel Zentimeter breiten Pfad, aber das kam mir echt wenig vor. War schon ein bisschen was anderes. Ja, und hier links runter geht's direkt zum Friedhof. Und ich zeige euch auch, wo ihr direkt das Grab von Marc Chagall findet. Alles gut?
Ja, ich wollte euch noch so ein paar Sachen zu Marc Chagall erzählen, falls ihr ihn noch nicht kanntet. Was ich super finde, dass es hier mit so einem Pfeil gekennzeichnet ist, wenn ihr direkt zu Chagall gehen möchtet. Er wurde ja 1887 geboren in Weißrussland und gestorben ist er genau hier in dieser Stadt 1985. Er hat ungefähr so 40 Jahre in Frankreich gelebt und davon 20 Jahre, wie ich schon erwähnt habe, in dieser Stadt. Übrigens war ich mal vor vielen Jahren in Monaco in einer Chagall-Ausstellung. Das fand ich wirklich sehr schön. Also sein Stil ist ja wirklich unverkennbar, so ein bisschen surreal, traumartig, voller Farben, oft mit fliegenden Figuren, Liebespaaren, Zirkusmotiven. Wirklich eine ganz eigene poetische Symbolik, die er da in seinen Werken trägt. Als es dann vom Friedhof wieder zurück in die Stadt ging, haben wir dann auch herausgefunden, wer diese berühmte Person an diesem Tag in dieser Stadt war. Aber seht selbst. Ja. Wer soll da sonst kommen außer die, oder? You have to go the That's other way. it? Okay. Yes, please. Ich sehe Brigitte. Poussez-vous un petit peu, s'il vous plaît, poussez-vous. Là, vous pouvez rester comme ça, mais pas plus loin, merci. Da kommen sie. Laquelle? Ich sehe Brigitte schon. Und wo ist er? Siehst du ihn, Mama? Oh, eine ganze Delegation, ne? Und wo ist er? Siehst du ihn? Aber ihn hast du jetzt noch nicht gesehen, ne? Please. Pardon. Andiamo. Ist nur sie mit ihren ganzen Freunden hier oder was? Was ist das? Toll, ich dachte, wir sehen ihn. Oder war da jetzt irgendwo dazwischen? Nein, ne? Das ist nur die Frau, was? Schade, ich dachte, wir sehen ihn. Charlene, hier! Nein, Mama, hör auf zu schreien. Oh, wie schön, Charlene. Na, Brigitte. Sie hat alle ihre Friends eingeladen, ne? Cool, wir haben Charlotte mal live gesehen, Mama. C'est tout? Und dann konnten wir endlich ganz normal weiter flanieren. Aber das zeige ich euch im nächsten Video. Folgt mir gern für mehr.